Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Carina Sturm und ich bin eine der Autorinnen dieses Buchs. Außerdem bin ich freie Journalistin, Filmemacherin und lebe mit mehreren chronischen Erkrankungen, darunter das Ehlers-Danlos-Syndrom und viele andere. Dieses Buch ist eigentlich schon seit fast 10 Jahren in Arbeit, nämlich seit ich mit dem Ehlers-Danlos-Syndrom diagnostiziert wurde. Wie für viele von euch war das ein harter und steiniger Weg. Und ich erinnere mich noch gut an die schwere Zeit. Mich hat sie letztlich sogar über Landesgrenzen hinaus bis in die USA reisen lassen, um Antworten zu finden. Direkt nach der Diagnose war ich einerseits erleichtert, weil ich endlich wusste, was mit mir nicht stimmt und warum ich all diese seltsamen Symptome hatte, aber auf der anderen Seite hatte ich auch wahnsinnige Angst vor dem, was kommt, vor der Zukunft. Ich habe dann das komplette nächste Jahr damit verbracht zu recherchieren, habe alle erdenklichen Quellen genutzt, um mehr zu erfahren über die Ehlers-Danlos-Syndrome, über die Komorbiditäten und welche Ärzte ich sehen musste. Das war allerdings super zeitaufwendig und mit vielen Hürden verbunden, weil der Großteil der Quellen aus dem englischen Sprachraum kommt und es damals nicht eine einzige deutsche Quelle gab, die alles rund um EDS mal einfach zusammenfassen würde. Aber genau das hätte ich gebraucht und das hat mir sehr geholfen. Wenige Jahre später, in meinem Journalismusstudium, habe ich das Thema dann wieder aufgegriffen und beschlossen, warum schreibe ich nicht einfach das Buch, das ich damals gebraucht hätte, als ich neu diagnostiziert war. Einerseits mit allen Informationen aus Patientinnen-Sicht, aber andererseits auch mit dem fachlichen Wissen aus Ärztinnen-Sicht. Ganz im Sinne von Frauenpower habe ich mir dann diese 2 ganz wunderbaren Expertinnen mit ins Boot geholt, um euch ein möglichst breites und fundiertes Wissen aus verschiedenen Perspektiven zu vermitteln. In diesem Buch könnt ihr euch also über den aktuellen Stand der Wissenschaft erkundigen, aber ihr findet auch praktische Tipps, die euch hoffentlich als Patientinnen das Leben ein bisschen erleichtern. Es werden viele Fachbegriffe verwendet, die werden aber immer erklärt. Das soll euch empowern, um selbst aktiv an eurem Krankheitsmanagement teilhaben zu können. Außerdem haben wir extra für euch zusätzlich zum Text auch noch viele deutsche und gar internationale ExpertInnen interviewt und deren Antworten in kleinen Videos im ganzen Buch verteilt. So könnt ihr zum Beispiel zu den Themen Schmerztherapie, Dysautonomie oder Physiotherapie und viele mehr noch zusätzliche Details in den Videos finden. Ich hoffe, dass dieses Buch die erste riesige Überforderung nach der Diagnose ein wenig lindern kann und ihr dadurch schnell die Informationen bekommt, die ihr braucht, um ein möglichst glückliches und selbstbestimmtes Leben mit EDS zu führen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Lesen und tschüss!